Hallo, ich bin Patrick von Case Filters und wir gucken uns heute mal zusammen das KW Revolution Professional Plus Set an. Als erstes haben wir hier die neue Tasche aus gehärtetem Material. Ist ein bisschen robuster geworden als der Vorgänger und ich mache sie mal auf. Wir schauen mal zusammen hier rein. Hier sehen wir schon sehr schön sortiert die ganzen Filter und wir haben auch ein bisschen Zubehör mit dabei. Wir schauen es uns mal gerade zusammen an, was da alles drin ist. Einmal das Montagetool für den Inletring, da komme ich gleich noch drauf, was das ist. Dann der Inletring selber, ein Polfilter, ein ND8 Graufilter, ein ND64 Graufilter, ein ND1000 Graufilter und natürlich einen magnetischen Deckel für das ganze System. Den Inletring schraube ich jetzt einfach mit dem Montagetool rein. Dazu lege ich ihn einfach nur vorne auf mein Objektiv auf. Das Montagetool hat zwei so kleine Zapfen, die greifen super bei dem Inletring rein und dann muss ich ihn nur noch ganz normal reinschrauben. Jetzt ist mein Objektiv vorbereitet. Der Inletring kann auch in der Regel dauerhaft drin bleiben. Ich kann weiterhin mein Filtergewinde benutzen, ich kann den Originaldeckel drauf machen, das ist alles gar kein Problem. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, meine Filter magnetisch draufzusetzen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel mit dem silbernen Rand den Polfilter. Der ist da, um Kontraste zu verstärken, Spiegelung ein bisschen zu steuern. Ich kann hier vorne drehen und durch die Drehung kann ich bestimmte Lichtwellen raussperren und damit dann sagen, ob die Spiegelungen stärker oder schwächer werden. Dann habe ich hier den blauen ND8 Filter, der bringt mir 3 Blendenwerte mehr. Der ist quasi wie eine Sonnenbrille für die Kamera, einfach aufsetzen und jetzt kann ich im Sommer, wenn die Sonne scheint, mit dem Objektiv mit einer offenen Blende fotografieren, habe trotzdem einen unscharfen Hintergrund und nicht zu viel Licht auf meinem Sensor, sodass das ganze Bild zu hell werden würde. Dann haben wir den gelben ND64 Filter. Der macht ganze 6 Blendenwerte, man sieht auch hier fast nicht mehr durch. Der ist also nochmal für stärkere Situationen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Langzeitbelichtung machen will, auch wieder im Sommer vor allem, dann kann ich damit auch 6 Blendenwerte mehr bekommen. Das heißt, hiermit habe ich nochmal einiges mehr. Und dann gibt es hier noch den großen im Set mit dabei, das ist der ND1000, der macht 10 Blendenwerte. Wo man so einen Filter gern verwendet, ist zum Beispiel, wenn man auch Wasser zeigen will mit der Bewegung. Normalerweise, wenn die Sonne scheint, macht die Kamera eine möglichst kurze Verschlusszeit, dann friert mir das Wasser ein und sieht einfach nicht mehr so spannend aus. Und wir alle kennen die Bilder, wo das Wasser schön in Bewegung ist und man sieht einfach, dass es fließt. Das kann ich damit machen. Das Besondere ist auch, ich kann hier unsere KW Revolution Filter einfach stacken, kann den nächsten draufsetzen und dann hätte ich jetzt zum Beispiel 16 Blendenwerte oder 19. Und zusätzlich könnte ich auch noch den Polfilter draufsetzen und kann den auch wieder drehen. Da ist es egal, wenn sich auf einmal die Graufilter mitdrehen. Bei denen ist es ganz egal, wie rum die drauf sind. Das ist gar kein Thema. Nur der Polfilter, den muss ich halt immer an mein Motiv anpassen hierbei. Was man nur beachten muss, wenn ich jetzt mit einem Weitwinkelobjektiv arbeite und plötzlich hier 4 Filter drauf gesteckt habe, kann es passieren, dass ich dann hier auf einmal eine Vignettierung reinbekomme, weil die Filter meine Ecken ein bisschen dunkler machen. Da sollte man dann überlegen, ob man lieber auf eine Nummer größer geht bei den Filtern. Ich kann mir nämlich mit einem optionalen Step-Up-Ring hier einfach den Durchmesser vom Objektiv vergrößern und auch größere Filter draufsetzen, damit ich keine Vignettierung bekomme. Aber einen Vorteil haben wir, wenn wir die gleiche Größe verwenden. Wir können nämlich selbst, wenn die Filter alle aufgesteckt sind, immer noch die originale Gegenlichtblende verwenden, weil die Filter das Objektiv nicht breiter machen. Dann ist noch die Sache, wenn ich das Ganze transportieren möchte und nicht die große Tasche mitnehmen will, weil ich vielleicht einfach nur im Sommer unterwegs bin, und dann nehme ich hier meinen Deckel aus der Tasche, mache den vorne auf meine Filter drauf. Für die Rückseite haben wir noch den optionalen Rückdeckel im Shop. Der hält dann natürlich auch magnetisch, dann ist auch die Rückseite geschützt. Und die kann ich mir ganz einfach in die Tasche stecken, nehme sie mit und habe nochmal deutlich weniger Platz als mit der Schutztasche. Die ist natürlich für nochmal ein paar Filter mehr geeignet, bietet einen besseren Schutz, aber wenn es nur um die Größe geht, bin ich damit dann wirklich unschlagbar unterwegs. Und natürlich geht der Deckel auch direkt auf das Objektiv drauf, weil er ja magnetisch hält. Ich muss also nichts mehr drücken am Deckel. Ich kann auch, wenn ich die Gegenlichtblende aufgesetzt habe, von vorne reingreifen, den Deckel einfach abnehmen. Das geht genauso einfach wie mit dem Deckel, den man von der Kamera schon gewohnt ist. So, ich würde sagen, ich packe nochmal alles zurück in die Tasche rein, dass wir nochmal sehen, was drin ist. Den Inletring mit dem Deckel lasse ich jetzt natürlich an der Kamera dran.
Hier sehen wir jetzt auch wieder farblich schön markiert die verschiedenen Filter, die ich drin habe. Den Polfilter, den ND8, ND64 und ND1000 Filter. So, das ist aber noch nicht alles, was da drin ist. Wir haben hier nämlich zusätzlich noch eine kleine Zubehörbox. Und da schauen wir jetzt auch noch rein. Hier haben wir noch drin, einmal ganz wichtig, ein Reinigungstuch, damit meine Ausrüstung auch immer sauber bleibt. Dann gibt es hier nochmal kleine Anleitung. Hier sieht man dann nochmal, was das für Filter sind, wie stark die sind, wie sich das dann auf meine Belichtung auswirkt. Und auch ganz interessant, hier eine kleine Übersicht quasi, das sind Aufkleber mit den verschiedenen Filtern, die wir haben. Ist jetzt ganz schön bunt hier drin, aber das ist ja, wie ich schon gesagt habe, die Filter sind von außen farbig markiert. Das heißt, ich habe hier meinen roten, meinen gelben, meinen blauen, so wie ich auch die Filter hier drin in meiner Tasche habe und kann mir in der Tasche direkt markieren, dass jeder Filter ein festes Fach hat. Das ist nochmal schön für die eigene Übersicht, gerade wenn man im Dunkeln unterwegs ist und es nicht so genau erkennen kann. Wenn ich weiß, okay, in dem Fach ist genau der Filter drin, kann ich quasi blind damit arbeiten, ohne groß zu sehen, wo jetzt was ist. Das war das KW Revolution Professional Plus Set und ich finde, für jeden, der ein bisschen was mit Langzeitbelichtung machen will, ist das ideale Set, weil man es immer dabei haben kann. Es ist schön klein, leicht und ich habe im Prinzip die wichtigsten Filter, die ich für Langzeitbelichtung brauche, direkt in einem Set.